Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Hallo liebe Follower und Neulinge, die gerade zu uns gestoßen sind. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, klickt jetzt auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke, um keine unserer zukünftigen Veröffentlichungen zu verpassen. Ohne weitere Verzögerung, lasst uns jetzt direkt in das heutige Video eintauchen. Viel Spaß! Der beste Job in ganz Deutschland. Es war einmal in Deutschland, einem Land, das für seine vielfältigen Möglichkeiten und seine hohe Lebensqualität bekannt war, ein Mann namens Max. Max hatte den besten Job in ganz Deutschland gefunden, und er lebte in der besten Stadt des Landes. Max arbeitete als Softwareentwickler bei einem renommierten deutschen Technologieunternehmen. Sein Job war nicht nur gut bezahlt, sondern auch äußerst erfüllend. Er liebte es, innovative Lösungen für komplexe Probleme zu entwickeln und in einem Team von talentierten Kollegen zu arbeiten. Das Unternehmen bot großzügige Arbeitszeitregelungen, flexible Arbeitsmöglichkeiten und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Max konnte seine Arbeit mit seinem persönlichen Leben in Einklang bringen, was in Deutschland nicht selbstverständlich war. Aber Max' Glück beschränkte sich nicht nur auf seinen Job. Er lebte in der wunderschönen Stadt München, die oft als die beste Stadt zum Leben in Deutschland bezeichnet wurde. München war nicht nur die Hauptstadt Bayerns, sondern auch ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum des Landes. Die Stadt war bekannt für ihre atemberaubende Architektur, von den prächtigen Schlössern bis hin zu den modernen Wolkenkratzern. Die vielen Grünflächen und Parks sorgten für eine angenehme Atmosphäre, und die Isar, die sich durch die Stadt schlängelte, bot zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, von Radtouren bis hin zu Picknicks am Flussufer. München war auch für seine erstklassigen Bildungseinrichtungen und seine erstklassige Gesundheitsversorgung bekannt. Die Menschen in der Stadt waren freundlich und vielfältig, und es herrschte ein großes Gemeinschaftsgefühl. Die kulinarische Szene Münchens war weltberühmt, von den traditionellen Biergärten bis hin zu den Gourmet-Restaurants. Aber was Max wirklich an München liebte, war das Wetter. Deutschland war zwar für sein wechselhaftes Wetter bekannt, aber München schien das Beste davon zu haben. Die Stadt genoss warme Sommer mit angenehmen Temperaturen und Sonnenschein. Im Herbst leuchteten die Blätter in den Parks in den schönsten Farben. Und die kühlen Temperaturen machten lange Spaziergänge durch die Stadt besonders angenehm. Der Winter brachte Schnee, der die Stadt in ein Märchenland verwandelte. Und die Weihnachtsmärkte waren eine Freude für alle Sinne. Im Frühling blühten die Blumen in den Parks auf, und die Biergärten öffneten wieder ihre Türen. Max fühlte sich in München und in seinem Job so glücklich und erfüllt wie nie zuvor. Er hatte den besten Job in Deutschland, in der besten Stadt, zum Leben gefunden. Und das Wetter vervollkommnete sein Glück. Deutschland mochte zwar für viele Dinge bekannt sein, aber für Max war es vor allem ein Ort, an dem er sein volles Potenzial entfalten und ein erfülltes Leben führen konnte. Eines Tages beschloss Max, seine Freunde aus anderen Teilen Deutschlands einzuladen, damit sie die Schönheit von München und das angenehme Lebensgefühl, das er hier gefunden hatte, erleben konnten. Er organisierte eine kleine Versammlung in einem der gemütlichen Biergärten, die München so berühmt gemacht hatten. Seine Freunde kamen aus Hamburg, Berlin, Köln und Frankfurt. Und sie waren alle beeindruckt von der Stadt. Sie genossen es, durch die Straßen zu schlendern, die beeindruckende Architektur zu bewundern und die köstlichen bayerischen Spezialitäten zu probieren. Max führte sie zu einigen seiner Lieblingsorte, darunter das Schloss Nymphenburg, den Englischen Garten und das Viktualienmarkt. Während ihrer Zeit in München begannen seine Freunde, die Vorzüge der Stadt zu schätzen. Sie bemerkten, wie sauber und sicher,
die Straßen waren, wie gut das öffentliche Verkehrssystem funktionierte und wie einfach es war, sich in der Stadt zurechtzufinden. Die kulturellen Veranstaltungen, Museen und Theater boten eine Fülle von Möglichkeiten zur Unterhaltung. Aber das Beste von allem war das Wetter. Als sie im Sommer München besuchten, konnten sie die warmen Tage und milden Abende genießen. Indem sie an der Isar spazieren gingen oder in einem Biergarten saßen. Sie erfreuten sich am Anblick der bunt blühenden Blumen im Frühling und den glitzernden Schneelandschaften im Winter. Es schien, als hätte München zu jeder Jahreszeit etwas Besonderes zu bieten. Nach ihrem Besuch in München kehrten Max' Freunde in ihre Heimatstätte zurück, aber sie hatten einen neuen Blick auf Deutschland gewonnen. Sie waren sich einig, dass Max den besten Job in Deutschland hatte und in der besten Stadt lebte. Sie begannen sogar darüber nachzudenken, ob sie selbst in die bayerische Hauptstadt ziehen sollten. Max fühlte sich glücklich und erfüllt, nicht nur wegen seines Jobs und seiner Stadt, sondern auch wegen der Freundschaften, die er geschlossen hatte. Deutschland mochte viele großartige Städte und Möglichkeiten bieten. Aber für Max und seine Freunde war München der Ort, an dem sie ihr Glück gefunden hatten. Eine unerwartete Wendung. Max lebte weiterhin sein glückliches Leben in München. Und seine Begeisterung für seine Arbeit als Softwareentwickler wuchs von Tag zu Tag. Er war stolz auf die Projekte, an denen er arbeitete, und seine Kollegen waren nicht nur berufliche Partner, sondern auch gute Freunde geworden. Das Unternehmen förderte die kreative Entfaltung seiner Mitarbeiter, und Max konnte seine Ideen und Innovationen ständig einbringen. Aber eines Tages, als Max an einem besonders sonnigen Nachmittag in seinem Lieblingsbiergarten saß und über sein Leben in Deutschland nachdachte, bekam er einen Anruf von seinem Chef, Frau Müller. Sie bat ihn, am nächsten Tag ein dringendes Meeting im Büro zu besuchen. Obwohl solche Anrufe gelegentlich vorkamen, fühlte sich dieser anders an, und Max konnte seine Neugier nicht unterdrücken. Am nächsten Morgen ging Max aufgeregt ins Büro. Als er das Besprechungszimmer betrat, sah er, dass auch seine engsten Kollegen anwesend waren. Frau Müller begann die Besprechung ernst und sagte: Liebe Kollegen, ich habe eine wichtige Ankündigung zu machen. Das Unternehmen hat beschlossen, einige Änderungen vorzunehmen, die sich auf uns alle auswirken werden. Die Spannung im Raum war förmlich spürbar. Frau Müller fuhr fort: Leider sind wir gezwungen, einige Bereiche unseres Unternehmens umzustrukturieren, und das bedeutet, dass wir einige Arbeitsplätze abbauen müssen. Max, ich fürchte, deine Abteilung ist von dieser Umstrukturierung betroffen. Max konnte es kaum glauben. Er hatte nie damit gerechnet, dass sein Traumjob in Gefahr sein könnte. Er versuchte, ruhig zu bleiben, während Frau Müller die Details der Umstrukturierung erklärte. Es war eine harte Entscheidung, und die Betroffenen sollten die Möglichkeit erhalten, sich intern auf andere Positionen zu bewerben. Max wusste, dass er hart arbeiten musste, um seinen geliebten Job zu behalten. In den Wochen, die auf die Ankündigung folgten, arbeitete Max unermüdlich daran, sich für andere Positionen im Unternehmen zu bewerben. Er führte Gespräche, nahm an Schulungen teil und zeigte sein Engagement für das Unternehmen, das er so sehr schätzte. Es war eine Zeit großer Unsicherheit und Stress, aber Max gab nicht auf. Schließlich erhielt er die erlösende Nachricht, dass er in eine neue Position innerhalb des Unternehmens versetzt werden konnte. Es war zwar nicht mehr seine alte Abteilung, aber Max war bereit, sich anzupassen und weiterhin sein Bestes zu geben. Er war dankbar für die Unterstützung seiner Kollegen und für die Gelegenheit, in einem Unternehmen zu arbeiten, das trotz der Herausforderungen an seine Mitarbeiter glaubte. Während diese Veränderung in seinem Leben Max zunächst aus der Bahn geworfen hatte, erkannte er, dass es manchmal unerwartete Wendungen gibt, die uns auf neue und aufregende Wege führen können.
Sein Job in München und die Stadt selbst blieben weiterhin ein wichtiger Teil seines Lebens, und er war bereit, sich den kommenden Herausforderungen zu stellen, wissend, dass er auf die Unterstützung seiner Freunde und Kollegen zählen konnte. Neue Horizonte. Die Zeit verging, und Max hatte sich in seiner neuen Position im Unternehmen gut eingelebt. Zwar vermisste er gelegentlich seine alte Abteilung, aber er hatte in seinem neuen Team ebenfalls großartige Kollegen gefunden. Er fand heraus, dass die Arbeit an verschiedenen Projekten und in einem anderen Bereich des Unternehmens neue Herausforderungen und Chancen mit sich brachte. Während Max beruflich weiter vorankam, erweiterte er auch seinen Horizont in München. Er begann, an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilzunehmen und neue Interessen zu entwickeln. Er trat einem Sportverein bei und lernte, wie man bayerische Schmankerl kochte. Max erweiterte sein soziales Netzwerk und knüpfte neue Freundschaften, die sein Leben in München noch bereicherten. Eine seiner neuen Bekanntschaften war Anna, eine leidenschaftliche Fotografin, die Max bei einem Event im Englischen Garten kennengelernt hatte. Sie teilten ihre Liebe zur Natur und beschlossen, zusammen auf Fototouren in der Umgebung von München zu gehen. Diese Ausflüge ermöglichten es Max, die Schönheit der bayerischen Landschaft noch mehr zu schätzen und halfen ihm dabei, die veränderten Umstände zu akzeptieren. Eines Tages, während sie auf einer Wanderung in den bayerischen Alpen waren, hatte Max eine Erkenntnis. Er hatte sich so sehr auf seinen alten Job und seine gewohnte Routine verlassen, dass er vergessen hatte, wie wichtig es war, sich neuen Erfahrungen zu öffnen. Die Umstrukturierung im Unternehmen hatte ihm gezeigt, dass Veränderungen auch neue Chancen mit sich bringen konnten. Mit dieser neuen Einstellung ermutigte Max auch seine Freunde, über den Tellerrand hinauszublicken und neue Möglichkeiten in ihrem eigenen Leben zu erkunden. Einige von ihnen begannen, berufliche Veränderungen in Betracht zu ziehen, andere zogen in neue Städte oder unternahmen Abenteuerreisen. Max hatte ihnen das Beispiel gegeben, dass es wichtig war, sich den Veränderungen zu stellen und das Beste aus jeder Situation zu machen. Während sich Max' Leben in München veränderte, konnte er immer noch das angenehme Wetter der Stadt genießen. Die Jahreszeiten kamen und gingen, aber die Schönheit und Vielfalt Münchens blieben konstant. Max hatte gelernt, dass es nicht nur der perfekte Job oder die perfekte Stadt waren, die sein Leben erfüllten, sondern die Fähigkeit, sich den Veränderungen zu öffnen und das Gute in jeder Situation zu finden. Max' Geschichte war eine Erinnerung daran, dass das Leben oft unvorhersehbar ist und dass wir in der Lage sind, uns den Herausforderungen zu stellen und neue Wege zu beschreiten. Deutschland bot viele Möglichkeiten, und München war weiterhin sein Zuhause, aber jetzt wusste Max, dass sein Glück nicht nur von äußeren Umständen abhing, sondern von seiner Einstellung und der Bereitschaft, sich auf neue Horizonte einzulassen.